Hallo, ich bin Justin und in diesem Video stellen wir euch heute vor, wie ihr 4K-Monitore an einem Windows Notebook oder an einem MacBook anschließen könnt. Alles, was ihr dafür braucht, ist die brandneue IPC-Computer Thunderbolt 4 Quad Display Docking Station. Mit Thunderbolt 4 bietet die Docking Station den Goldstandard in Sachen Konnektivität. Die zahlreichen Anschlüsse ermöglichen es euch, neben den Monitoren noch verschiedene Peripheriegeräte über USB anzuschließen. Die insgesamt 4 Thunderbolt 4 Ports sind marktführend und lassen die Verbindung einer Highspeed externen SSD zu, selbst wenn 4 Monitore verbunden sind. Genaues zu unserer Thunderbolt 4 Dock gibt es in diesem Video. Kommen wir jetzt zum Setup. Bevor wir starten, müssen die Mac-User noch die Software DisplayLink runterladen. Das gehen wir jetzt zusammen Schritt für Schritt durch. Wenn das für euch nicht relevant ist, dann springt einfach zum nächsten Kapitel. Über den Link in der Beschreibung gelangt ihr zu der Download-Seite von DisplayLink. Dort sucht ihr euch die passende Version für euer Betriebssystem raus. Das gehen wir jetzt mal kurz systematisch durch. Wir gehen auf der DisplayLink-Seite auf macOS, klicken hier drauf. Dann lädt es ganz kurz. Wir kommen schon zum DisplayLink Manager. Dann sehen wir hier schon die empfohlenen Betriebssysteme. Sonoma 14, Ventura 13, Monterey 12. Klicken dann auf Download. Schauen uns kurz diesen Text an. Wir akzeptieren den in diesem Fall. Dann wird es kurz runtergeladen. Wir machen hier einen Doppelklick drauf. Dann öffnet sich das Ganze schon. Wir drücken hier auf Fortfahren. Wir schauen uns das kurz an. Drücken wieder auf Fortfahren. Akzeptieren das Ganze natürlich, wollen es installiert haben. Wird uns hier kurz vorgeschlagen, wie viel Speicher wir brauchen, um das zu installieren. Den haben wir natürlich. Geben unser Passwort ein. Drücken auf Weiter. Dann wird das Ganze auch schon ausgeführt. Damit war die Installation erfolgreich. Schließen es kurz, legen die alte Datei wieder rein. Können somit jetzt den DisplayLink Manager öffnen und somit ist er auch schon aktiv. Hier könnt ihr auch theoretisch noch das Häkchen beim Autostart setzen, damit ihr die Software nicht nach jedem Neustart manuell öffnen müsst. Möglicherweise müsst ihr der App noch bestimmte Berechtigungen in den Einstellungen geben. Das wird euch dann aber dementsprechend angezeigt. So, jetzt nehmen wir die Dock mal in Betrieb. Bevor wir starten, müssen wir noch kurz für die Mac-User erklären, wie viele Monitore ihr betreiben könnt. Bei Mac ist das nicht so einfach wie bei Windows. Wie viele Monitore ihr betreiben könnt, hängt vom Prozessor des MacBooks ab. Bei den beliebtesten MacBooks mit dem M1 und M2-Chip könnt ihr maximal 3 Monitore gleichzeitig verwenden. Die stärkeren M Pro und M Max sowie der neue M3-Chip des MacBooks ermöglichen einen vollen Betrieb aller 4 Monitore. Wir haben hier für unser Setup 4 4K-Monitore. Generell könnt ihr einen Monitor mit 8K betreiben oder alternativ bis zu 4 4K-Monitoren mit 60 Hz. Full HD und WQHD-Monitore können mit einer hohen Refresh-Rate laufen. Beim Anschließen der Monitore ist wichtig zu beachten, dass Videostream 1 und 2 nicht doppelt belegt ist. So, wenn ihr dann jetzt alles angeschlossen habt, dann sollte alles gleich flüssig laufen. Vergesst nicht, die Software DisplayLink zu öffnen, wenn ihr an eurem MacBook sitzt. Möglicherweise müsst ihr noch die Anordnung der Monitore in den Einstellungen anpassen. Bei Windows geht das so. Bei Mac geht das so. Wie ihr seht, wird das Gerät auch geladen. Ein kleiner Zusatztipp: Ihr könnt euer Notebook auch einfach zuklappen, um euren Arbeitsplatz noch cleaner zu gestalten. Bei Mac geht das standardmäßig, bei Windows müsst ihr das eventuell noch einstellen. Dafür gebt ihr in der Suchleiste einfach Zuklappen ein und geht dann hier auf Nichts unternehmen. Und wie gesagt, selbst wenn ihr 4 Monitore gleichzeitig betreibt, habt ihr noch genug Platz für alle möglichen Geräte. Wenn ihr euch für die IPC-Computer Thunderbolt 4 Dock entschieden habt, dann könnt ihr euch auf erstklassigen Kundensupport verlassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.